Rita ist hier unterwegs. Wir wissen nicht, was sie macht, aber wir werden dann gleich mal ein bisschen nachschauen gehen. Sie hat jede Menge Teile. Sie hat jede Menge Teile in der Hand und ich glaube, ihr ist noch ein bisschen kalt, weil wir gerade erst hierher gekommen sind und frisch eingeheizt haben. Damit herzlich willkommen zurück. Rita, wir schauen nachher bei dir vorbei. Bei Bricks Go Wild hier in Wild City. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir zeigen euch heute, was wir gerade so bauen. Es sieht ein bisschen aus in unserer Stadt. Wie gesagt, Rita ist noch ziemlich kalt, aber wir lassen uns den Bauspaß natürlich nicht verderben, sondern schauen lieber, was gerade so gebaut wird in Wild City. Das letzte Mal habt ihr ja ein Update hier von diesem neuen Wolkenkratzer gesehen. Vielen lieben Dank für die zahlreichen Kommentare, Tipps, Vorschläge und so weiter. Ich habe jetzt noch keine Teile bei Bricklink bestellt, weil ich mir gedacht habe, ich warte zuerst noch auf eure hilfreichen Kommentare. Das hat sich ausgezahlt, denn ich weiß jetzt nämlich ein bisschen mehr. Er steht jetzt hier noch immer da. Es könnte natürlich sein, dass er, wenn demnächst das neue Modular Building einzieht, dass wir hier die Anordnung im neueren Bereich unserer Innenstadt noch etwas ändern. Ich habe mir zwar gedacht, dass das neue Gebäude, dieses Hotel mit Kunstgalerie hier vielleicht ganz gut Platz haben wird, aber wir werden das noch abwägen. Genau dasselbe gilt übrigens für den Daily Bugle, den ich jetzt auch heute früh gerade mal ein bisschen, ja, sagen wir mal, entschärft habe. Wir haben die Kommentare abgewegt. Es haben auch einige Leute geschrieben, ihnen gefällt er sehr gut, wie er von Lego aus der Verpackung kommt. Ich habe ihn jetzt mal umgebaut und muss sagen, mir gefällt er hier besser. Rita auch. Es sind alle Teile dabei, die man braucht, um den wieder hier so rückzubauen. Es bleiben sogar einige Teile übrig. Und was sehr interessant ist, es wurden für diese Crash-Szene hier bei diesem Stockwerk sogar mehr Fensterteile verbaut, als eigentlich möglich sind und nötig sind. Also es bleiben zwei solche Fenster übrig, jede Menge andere Teile. Wir haben jetzt mal die Hälfte der Figuren ungefähr, die wir jetzt hier ungefähr ja, in diesem Bereich der Stadt geben werden. Hier raussortiert, die anderen, glaube ich, gibt Rita in den Vergnügungspark, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt ohne Umschweife mal zu ihr hinüber. Also vielen Dank nochmal für die Kommentare hier zu diesem ja, neuen Hochhausprojekt. Vielleicht wird es auch noch ein bisschen höher, habe ich euch schon gesagt. Wir haben ja hier, wo noch einige Teile fehlen, auch noch drei etwas unfertigere Stockwerke. Die werden wir uns dann auch auf jeden Fall noch zu Gemüte führen, wenn wir mehr Teile bei der Hand haben. Und hier sieht es aus, als wäre Rita irgendwo beim Harry Potter Bereich tätig. Sehe ich das richtig? Ja, nachdem ja eine gewisse Person uns die Winkelgasse abgerissen hat und dann sich entschieden hat, dass das zu fad ist zu machen, also wiederherzustellen. Sie hat so damit begonnen, ihr wisst es, ihr erinnert euch, aber es ist dann nichts mehr geschehen. Jetzt hat mich das so gewurmt, dass ich mir gedacht habe, ich muss mich jetzt daran machen, die Winkelgasse wieder schön zu machen. Und deswegen bin ich jetzt heute hier. Genau, Rita ist hier am Werk. Genau, richtig. Ja. Die Winkelgasse ist jetzt, denke ich mal, ungefähr ein halbes Jahr lang hier brach gelegen. Zum Glück nicht die 4 Gebäude, die sind ganz geblieben. Aber ihr erinnert euch, der Weg war vorher um einiges bunter, um einiges ja, lebendiger, mit Gold, mit Braun, mit allen erdigen Farben, Tan, hell und dunkel. Und das hat Ritas Mutter nicht gefallen und ja, ihr hat es offenbar besser gefallen, wie die Winkelgasse jetzt für ein halbes Jahr ausgesehen hat, und nämlich einfach nur die nackte Baseplate. Und wisst ihr, was eigentlich der Witz an der ganzen Sache ist nicht, dass wir das jetzt neu machen müssen, das ist kein Problem, das machen wir gern, aber wir haben jetzt vor kurzem Kommentare bekommen unter unsere alte Winkelgasse, dass vielen die so gut gefällt und jetzt ist sie aber weg. Ja. Naja, also ihr seht, man muss sich das so drehen, wie es am besten ist. Ihr seht, wir bieten für jeden was an, wir bauen auch Sachen wieder um und gut, dass in den alten Videos unsere auch sehr schöne Winkelgasse zu finden ist,
Also es freut uns, wenn beides gut ankommt. Ja, vollkommen richtig. Unsere alten Videos werden ja im Normalfall nur sehr wenig kommentiert. Das ist sehr selten, dass da jemand noch einen Kommentar drunter schreibt, was schade ist, aber das ist halt der YouTube-Algorithmus. Und Rita hat recht, auf einmal wie aus dem Nichts kommen da die Kommentare, dass die alte Verfließung und Bepflasterung so schön war. Ja. Jetzt ist es zu spät. Wir haben uns jetzt in Absprache mit Ritas Mutter für einen etwas dezenteren Grauton entschieden, was natürlich richtig ist. Wir haben uns noch Bilder angesehen von der Winkelgasse in den Universal Studios in Orlando. Dort ist die auch eher dunkel und in Grau gehalten. Und vielleicht war sie wirklich ein wenig zu lebendig. Wir haben uns ja jetzt durchgerungen, oder besser gesagt Rita, dass wir hier nochmal eine neue Bepflasterung starten. Hier auch die ganzen Figuren, die vorher schon platziert waren, liegen hier rum. Auch hier, glaube ich, waren einige schon verbaut. Ach, ja. Die werden dann natürlich wieder platziert und es waren ja einige sogar auch dabei, die von unserer Einwohnermeldeamtbeamtin platziert wurde. Ich hoffe, sie kann das wieder so rekonstruieren. Aber es sieht hier jetzt eigentlich ganz nett aus, muss ich sagen. Ich habe die Info von der Einwohnermeldeamtsbeamtin. Sie wird sich alle alten Videos von sich selbst nochmal ansehen und wird immer schauen, wenn jemand in der Winkelgasse platziert wurde. Und natürlich hat sie gesagt, sie macht diese Überstunden und platziert die Figuren dann natürlich wieder richtig. Das werden wir hinbekommen, ganz genau. Neben dir haben wir auch diesen neuen Schlafsaal, der als GWP mal bei einem Set dabei war. Ich weiß gar nicht, wo wir den... ich weiß schon, wo wir den bekommen haben. Das Set wird hoffentlich auch bald aufgebaut. Gibt wieder mal ein Review dazu. Den wirst du wahrscheinlich auch noch in den Harry Potter Park irgendwo... Lass mich mal hier vorbei. Die Frage ist sehr eng. Nur, wo ich den noch drauf bauen soll, wo der am besten passen würde. Da auch gern sonst in die Kommentare schreiben, denn ich habe mir da noch nicht so wirklich, bin mir da noch nicht so wirklich sicher, wo ich das hinmachen soll. Genau, ihr seid aber hier unsere Experten und habt ja schon ein paar Mal Rita ganz gute Vorschläge gemacht. Sie hat jetzt diese, sagen wir mal, neuere Harry Potter Welle alles zweigeschossig aufgebaut und ich denke, da wird dieser Schlafsaal vielleicht auch noch irgendwo reinpassen. Wie gesagt, zum Vergnügungspark kommt auch demnächst nochmal ein separates Video, denn da hat sich auch immer wieder was getan, was wir euch gar nicht gezeigt haben und das möchten wir auch mal nachholen. Ich wundere es ja, dass Rita heute gar nicht so in Weihnachtsstimmung ist, dass sie irgendwas am Winterdorf oder bei ihrem Frozen Castle weiterbaut. Ja, ich wollte eigentlich zuerst damit beginnen, dass ich den Berg weiterbaue, denn das ist mir schon ein Anliegen. Und aber ich habe mir dann gedacht, für jetzt zum Beginn quasi, wo wir wieder hineinstarten in dieser Kälte, ich meine, von der Kälte her passt eigentlich das Frozen Castle gut, aber gut, egal. Ich habe mir gedacht, man braucht starke Nerven, um diesen Berg zu bauen. Das ist wahr, Deswegen zuerst einmal nur Steinchen setzen in der Winkelgasse und dann kommen wir zu den schwierigen Sachen. Ganz richtig, das sehe ich genauso. Hier sind übrigens noch die übrigen Figuren aus dem Daily Bugle Set, also ihr seht hier alles Mögliche. Wir haben die Figuren jetzt mal ganz gelassen. Die werden wir zum Teil vielleicht noch irgendwo im Vergnügungspark verbauen. Ja. Schauen wir noch als letztes dort hinüber in Richtung des Güterbahnhofs, zu dem ich auch ein paar Ideen habe. Ich werde vielleicht zuerst noch ein bisschen bei der U-Bahn weiterbauen, mit oder ohne Rita. Und dann werden wir schauen, ob sich auch zum Güterbahnhof was machen lässt. Aber ich hole mir da gerne immer ein paar Ideen, lass mich inspirieren von anderen YouTubern, von euch in den Kommentaren natürlich. Aber was fällt euch hier auf? Ich glaube, das haben wir euch noch nicht gezeigt. Wenn doch, dann tut es uns leid. Das Schloss Löwenstein ist jetzt endlich in Wild City eingezogen. Lange habt ihr darauf gewartet. Jetzt ist es endlich soweit. Die Erweiterung ist zu, ich glaube, 98% komplett. Auf der Hinterseite fehlt noch die Fassade des großen Turms, sonst ist alles fertig. Wir haben sie hier jetzt mal hingestellt, die große Ritterburg. Finden, dass sie sehr cool aussieht. Das Einzige, was wir natürlich machen mussten, ist, wir mussten einen Teil des Waldes, den meine Mutter, Verzeihung, gebaut hat, wieder demontieren, da das Set doch größer ist, als wir eigentlich gedacht haben. Und das Zweite ist, es ist schon sehr nahe hier jetzt an dem Güterbahnhof, an diesen Verladekränen.
Wir haben jetzt aber gesagt, ich denke mir, dass es so passen könnte, dass wir es so lassen können. Schreibt uns natürlich auch hier gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wir möchten gerne, und das müssen wir natürlich auch noch irgendwie organisieren, wie wir das machen, hier wo dieser Bachlauf ist, bis mehr oder weniger hier zu der Gleisanlage, eine kleine Erhöhung einbauen, dass diese Burg, wie es ja im Mittelalter oft üblich war, auf einem kleinen Berg oder auf einem Hügel steht. Sie ist zwar schon von Haus aus ein bisschen erhöht, da ja rundherum so eine Felsformation gebaut ist, aber vielleicht bauen wir die weiter, vielleicht wird es auch überhaupt ein bisschen ein größerer Berg oder Hügel, der auch hier diesen Freiraum noch ein bisschen in Anspruch nimmt. Das würde mir eigentlich sehr gut gefallen, denke ich. Wir müssen halt schauen, wie sich das verbinden lässt mit der Naturzone dort hinten, weil die ja keine Erhöhungen hat oder nicht besonders viele, eigentlich nur diesen einen, ja, felsigen Berg, aber so in die Richtung habe ich mir das vorgestellt, das würde vielleicht ganz cool aussehen. Ja, was gibt es sonst noch? Ich glaube, wir lassen Rita jetzt mal bauen. Vielleicht meldet sie sich dann demnächst wieder mit einem Update aus der neuen Winkelgasse und kann uns präsentieren, was der Harry Potter Bereich jetzt so hergibt. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Danke wie immer fürs Einschalten. Hoppala. Keine gute Kontrolle über die Kamera. Schöne Weihnachtszeit auf jeden Fall, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns dann, wenn wir wieder was Neues für euch zum Bauen haben. Auf jeden Fall. Bis demnächst. Tschüss.